Abmahnung in Deutschland. Warum dieser Brief 100 € kosten kann. Stell dir vor, du bist vor 3 Monaten nach Deutschland gezogen. Es ist ein verregneter Sonntag. Du machst dir einen Tee, öffnest deinen Laptop und denkst dir, ach, ich lade mir schnell den neuen Dune oder John Wick herunter. Popcorn Time, BitTorrent, in meinem Heimatland macht das jeder, kein Problem. 2 Wochen später kommst du von der Arbeit nach Hause. In deinem Briefkasten liegt ein dicker, weißer Umschlag. Absender, eine Anwaltskanzlei aus München. Du gehst in deine Küche. Es ist völlig still in deiner Wohnung. Du reißt den Umschlag auf. Das Papier fühlt sich schwer an. Offiziell. Kalt. Da steht dein Name. Da steht deine IP-Adresse. Da steht der exakte Titel des Films. Deine Hände werden kalt. Du liest die Zahl noch einmal. 1.200 €. Zahlbar innerhalb von 14 Tagen. Herzlichen Glückwunsch. Du hast gerade deine erste deutsche Abmahnung bekommen. Dein Puls ist auf 180. Du fühlst dich, als hätte dich das System persönlich entdeckt, als wärst du ein Schwerverbrecher. Vielleicht denkst du dir jetzt beim Zuhören, puh, zum Glück lade ich keine Filme illegal herunter, das betrifft mich nicht. Falsch gedacht. Selbst wenn du noch nie einen Torrent genutzt hast, dieses Gefühl der Panik kennst du als Expat in Deutschland ganz bestimmt. Eine plötzlich absurd hohe GEZ-Nachzahlung, eine vergessene Rechnung, die im Inkasso landet, eine Nachzahlung vom Stromanbieter oder ein böser Brief vom Finanzamt. Das Prinzip ist immer das gleiche. Die Abmahnung ist letztlich nur die extremste und spektakulärste Version eines typisch deutschen Phänomens. Der offizielle Brief, der plötzlich aus dem Nichts kommt und dein Konto leer machen will. Atme tief durch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Deutschblitz Podcasts. Mein Name ist Lukas. Heute sprechen wir über den absoluten Endgegner jedes Expats in Deutschland, die Abmahnindustrie und die deutsche Briefkultur. Warum schicken Deutsche lieber einen Anwalt oder ein Inkassobüro, als einfach miteinander zu reden? Wie erkennst du, ob ein Brief echt ist oder ein Betrug? Und vor allem, was machst du, wenn du plötzlich über 1.000 € zahlen sollst, aber dein Konto leer ist? Leg die Popcorn-Schüssel weg. Wir fangen an. Um zu verstehen, was dieser Brief mit uns macht, müssen wir eine Sache klären. In Deutschland ist das Internet kein rechtsfreier Raum. Es ist ein juristisches Minenfeld. Wenn du in Spanien, Brasilien oder Indien einen Film über eine Torrent-Seite herunterlädst, passiert meistens nichts. In Deutschland passiert etwas. Denn hier gibt es eine ganze Industrie von Anwaltskanzleien, die nur eines tun. Sie beauftragen Firmen, die IP-Adressen in Tauschbörsen dokumentieren. Während du entspannt auf dem Sofa sitzt und deinen Film schaust, sitzt irgendwo in Deutschland ein Server und notiert in Echtzeit deine IP-Adresse. Aus deinem gemütlichen Filmabend wird vollautomatisch ein juristischer Fall. Das Verrückte daran, es ist ein Massengeschäft. Tausende Briefe, jeden Tag. Die Abmahnung ist die deutsche Version der Bürokratie, kombiniert mit Kapitalismus. Für viele Kanzleien ist es vor allem ein lukratives Massengeschäft. Viele Expats sagen dann völlig verzweifelt, aber Lukas, ich habe den Film doch nur gestreamt auf Popcorn Time. Ich wusste nicht, dass das illegal ist. Das ist der Moment des ultimativen Kulturschocks. Dem deutschen System ist deine Absicht völlig egal. Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. Bei Torrents und P2P-Netzwerken teilst du den Film im Hintergrund automatisch mit der ganzen Welt. Das reicht dem System. Du wirst in Deutschland nicht fürs Schauen bestraft, sondern für das weltweite Verteilen. Und noch ein Albtraum: Was ist, wenn du in einer WG lebst oder dein Besuch aus der Heimat den Film heruntergeladen hat? Dem Anwalt ist das egal. Der Brief geht immer an denjenigen, dessen Name auf dem Internetvertrag steht. Du bist der sogenannte Anschlussinhaber. In Deutschland haftet der Name auf dem Papier. Selbst wenn dein Cousin aus Brasilien den Film geladen hat, du stehst allein in deiner Küche mit diesem Brief und du hast das Problem.
Wenn du so einen Brief bekommst, ist die erste Frage, ist das überhaupt echt? Es gibt nämlich viele Betrüger, die auf dieser Angstwelle mitsurfen. Hier ist die goldene Regel. Eine echte Abmahnung, genauso wie echte Post vom Finanzamt oder Inkasso, kommt fast immer per Post. Wenn du eine E-Mail bekommst, in der steht, Sie haben Pornos geschaut, zahlen Sie 500 € in Bitcoin, dann lösche sie. Das ist Fake. Deutsche Anwälte lieben Papier. Echte Abmahnungen kommen auf echtem Papier, oft mit echten Unterschriften. Sie wollen, dass du das Gewicht des Papiers in deinen Händen spürst. Zweitens, prüfe das Aktenzeichen und die Kanzlei. Namen wie Frommer Legal oder Nimrod sind bekannt. Wenn du diese Namen googelst und sofort 500 Forenbeiträge von verzweifelten Menschen findest, dann weißt du, okay, der Brief ist leider echt. In diesem echten Brief findest du immer 2 Dinge: eine Zahlungsaufforderung über viel Geld und ein Dokument, das sich Unterlassungserklärung nennt. Die Kanzlei schreibt dir, unterschreiben Sie dieses Dokument und schicken Sie es zurück. Damit versprechen sie, diesen Film nie wieder herunterzuladen. Hier spielt das System mit deiner Panik. Du willst das Problem einfach nur aus der Welt schaffen. Hör mir jetzt gut zu. Unterschreibe dieses Originaldokument niemals einfach so. Wenn du das unterschreibst, gibst du nicht nur zu, dass du schuldig bist, du bindest dich oft für Jahrzehnte an einen Vertrag, der dich extrem viel Geld kosten kann, falls so etwas nochmal passiert. Es ist ein juristischer Boomerang. Was du stattdessen brauchst, ist eine modifizierte Unterlassungserklärung. Ein Dokument, das sagt, ich verspreche es nicht mehr zu tun, aber ich erkenne keine rechtliche Schuld an. Und dafür brauchst du Hilfe. Bevor wir gleich zum wichtigsten Teil kommen, dem Notfallplan, was du tun musst, wenn du kein Geld hast, um diese Strafe zu bezahlen, ein kurzer Stopp. Hat dir dieser Podcast vielleicht gerade ein paar 100 € gespart? Oder kennst du jemanden, der genau diese Angst vor deutschen Briefen schon mal hatte? Dann gib diesem Video ein Like. Es ist kostenlos und zu 100% legal. Abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Und jetzt zurück zur juristischen Ersten Hilfe. Ich erinnere mich noch gut an einen Freund von mir, Carlos aus Spanien. Er rief mich nachts um 2 Uhr völlig in Panik an. Er hatte gerade so einen Brief geöffnet. Er war neu im Land. Er kannte die Sprache kaum und er dachte ernsthaft, er würde am nächsten Morgen verhaftet und abgeschoben werden. Dieser Brief hatte ihn komplett gebrochen. Ich habe ihm damals genau das gesagt, was ich euch jetzt sage. Und ganz wichtig, das hier ist keine Rechtsberatung, sondern eine erste Orientierungshilfe für den Notfall. Regel Nummer 1: Ignoriere den Brief nicht. In vielen Kulturen denkt man, ach, wenn ich nicht antworte, vergessen die mich schon. In Deutschland vergisst dich niemand. Wenn du die Frist ignorierst, ziehen sie vor Gericht und aus 1.000 € werden schnell 3.000 €. Das gilt übrigens für alle offiziellen Briefe hier. Regel Nummer 2: Ruf dort nicht an. Deine Emotionen sind dein größter Feind. Ruf niemals bei der gegnerischen Kanzlei an, um dich zu entschuldigen. Alles, was du am Telefon sagst, wird gegen dich verwendet. Wenn du sagst, es tut mir leid, ich wusste nicht, dass das illegal ist, hast du gerade ein Geständnis abgelegt. Regel Nummer 3: Hol dir einen eigenen Anwalt. Such dir einen Anwalt für IT-Recht. Dieser Anwalt macht 2 Dinge. Er schickt diese rettende, modifizierte Unterlassungserklärung und er verhandelt die Strafe für dich. Jetzt kommt die größte Angst vieler Experts. Lukas, ich bin Student. Ich habe keine 1.200 €. Was passiert jetzt? Komme ich ins Gefängnis? Nein, es ist Zivilrecht, kein Strafrecht.
Du hast einfach nur Schulden bei einer Firma. Mehr nicht. Und hier kommt ein Geheimnis über die typischen Abmahnanwälte. Sie wollen meistens nicht vor Gericht gehen. Gerichte kosten Zeit. Diese Kanzleien wollen effizientes Geld. Deshalb sind sie oft bereit zu verhandeln. Dein Anwalt wird einen sogenannten Vergleich vorschlagen. Aus den anfänglichen 1.200 Euro werden dann vielleicht 500 oder 600 Euro. Und wenn du auch diese Summe nicht auf einmal hast, dann sagst du das Zauberwort der deutschen Finanzwelt: Ratenzahlung. Du kannst fast immer vereinbaren, dass du das Geld in monatlichen Raten abbezahlst, zum Beispiel 50 Euro im Monat. Hier zeigt sich die kühle Rationalität der Deutschen. Ein Fehler ist keine moralische Tragödie, es ist einfach nur eine Transaktion. Und auch das ist eine super Nachricht für fast jede Art von Schulden in Deutschland, egal ob GIZ oder Inkasso. Aber warum ist das System in Deutschland so? Warum ruft der Internetanbieter nicht einfach an und sagt: Hey, hör auf damit, sonst sperren wir dein Internet? Warum schickt man immer gleich diese aggressiven Briefe? Das bringt uns tief in die deutsche Psychologie. Wir Deutschen haben eine starke Aversion gegen informelle Konflikte. Ein Gespräch ist subjektiv, ein Brief ist objektiv. Und Objektivität ist in Deutschland heilig. Wir mögen es nicht, Dinge unter der Hand zu regeln. Wir glauben an die absolute Macht des geschriebenen Wortes. Der offizielle Brief ist die deutsche Waffe der Wahl. Selbst der kleinste Konflikt wird sofort in ein Dokument verwandelt. Eine Abmahnung oder eine Mahnung ist die Formalisierung dieses Konflikts. Eigentlich ist sie etwas Gutes, historisch gesehen. Sie wurde erfunden, um teure Gerichtsverfahren zu vermeiden. Das Problem ist nur, dass clevere Anwälte und Inkasso-Unternehmen diese gute Idee in eine Gelddruckmaschine verwandelt haben. Sie haben die deutsche Liebe zur Regelkonformität genommen und sie monetarisiert. Wir bekämpfen einen Regelverstoß nicht mit einem Gespräch, wir bekämpfen ihn mit einem Einschreiben. Was lernen wir daraus? Erstens, lasst die Finger von Torrents und P2P-Netzwerken in Deutschland. Es ist der teuerste Film, den ihr jemals sehen werdet. Zweitens, wenn ein offizieller Brief kommt, egal ob es eine Abmahnung, die GEZ oder das Finanzamt ist, bewahrt Ruhe. Es ist nur Papier. Es ist kein persönlicher Angriff des Universums auf euch. Es ist ein Spiel nach festen Regeln. Wenn ihr die Regeln kennt, Hilfe suchen, nicht sofort alles zugeben, Ratenzahlung vereinbaren, dann verliert dieses Monster sofort seine Zähne. Viele Expats sehen es im Nachhinein fast als eine Art teures Initiationsritual. Wer einmal allein in seiner Küche stand, die Panik eines deutschen Inkasso- oder Abmahnbriefes überlebt und das Problem gelöst hat, der versteht Deutschland besser als nach jedem Integrationskurs. Willkommen im System. Ihr seid jetzt Teil des Clubs. Der 1.200-Euro-Brief ist kein Weltuntergang, er ist nur ein sehr, sehr deutsches Hallo. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Folge hat euch ein bisschen die Angst vor dem gelben Umschlag genommen. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Schreibt mir in die Kommentare. Habt ihr schon mal einen Schockbrief in Deutschland bekommen? Welcher Moment war der schlimmste für euch? Teilt eure Erfahrungen, das hilft anderen enorm. Macht's gut, bleibt legal und wenn es an der Tür klingelt, keine Panik. Es ist wahrscheinlich nur der Postbote mit einem Paket für den Nachbarn und hoffentlich nicht mit einem weiteren Brief. Tschüss. Tschüss und bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert für mehr.